Ja, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Details, die man in dieser Art und Weise sonst nicht erkennt bei uns im Deep Space des Ars Electronica Centers. Mein Name ist Christoph Kremer und heute geht es um ein paar Details, die wirklich biblischen Ausmaßes sind, die eine große Verwirrung, eine große Verfehlung der Menschheit kennzeichnen und dann am Ende zu etwas ganz, ganz Alltäglichen führen. Aber schauen wir es uns am besten im Deep Space an. Der Turmbau zu Babel ist eine der bekanntesten Bibelgeschichten, wenn auch nur wenige Sätze lang und vielfach in der Kunst dargestellt. Und hier haben wir ein Bild von Pieter Bruegel dem Älteren. Vor über 450 Jahren hat er dieses gemalt. Und wir werden uns jetzt ein paar Details anschauen und auf die biblische Geschichte und auf das, was wir vielleicht daraus lernen können, eingehen. Der Turmbau von der biblischen Geschichte her gehört zu den Verfehlungsgeschichten. Das heißt, was haben wir Menschen schon alles für große Fehler gemacht, wo dann der Gott seine Strafe oder was auch immer hier dann verhängt hat. In dem Fall, die Menschen hatten das Ziel, einen Turm zu bauen, der bis in den Wolken hinauf reicht. Und sie sind auch ziemlich weit gekommen. In der Bibel war das dann ganz klar, der Gott hat das gesehen und hat dann gesagt, so weit soll es nicht kommen und hat dann die verschiedenen Sprachen auf diese Baustelle geschickt, um das Ganze zu unterbinden. Die babylonische Sprachverwirrung, was ist dabei herausgekommen? Die Baustelle wurde gestoppt und konnte nicht weitergehen. Schauen wir uns einmal ein bisschen an, wie so eine Baustelle überhaupt ausgesehen hat. Bruegel hat er das hier sehr, sehr großartig dargestellt. Pieter Bruegel der Ältere hat dieses Bild vor 450 Jahren gemalt und hat natürlich nicht die biblischen, vor vielen tausend Jahren gebräuchlichen Techniken hier abgebildet, sondern das, was er eben vor 450 Jahren auf seinen Baustellen gekannt hat. Und dazu gehört zum Beispiel so ein Kran. Man sieht das schon, eigentlich gestaltet wie ein Hamsterrad. Da laufen Menschen drinnen und die bewegen das Hamsterrad und dadurch wird eine schwere Steinplatte nach oben gehoben. Da gibt es ja den schönen Spruch, von innen schaut das Hamsterrad auch aus wie die Karriereleiter. Bin mir nicht sicher, ob sich das auch schon die Herrschaften dort gedacht haben, aber weiß man natürlich nicht. Die gesamte Konstruktion, die Bruegel hier gewählt hat, ist einerseits sehr, sehr faszinierend. Wir haben hier sozusagen auf der linken Seite sehen wir eigentlich schon die fertige Fassade. Im mittleren Bereich erkennt man das ein bisschen, wie wird denn das Ganze konstruiert. Also es sind hier eigentlich so Bögen mit Ziegel dahinter und ganz rechts herüben haben wir noch eigentlich den roh behauenen Stein, wo gerade erst begonnen wird, das Fundament zu legen. Es ist eigentlich architektonisch eine Unmöglichkeit, die er darstellt. Also fast schon eine Illusion. Man hat hier dieses schneckenartig nach oben gehende und gleichzeitig doch gerade angerichtete. Man hat hier eigentlich grundsätzlich einen Fehler beim Bau. Man hat hier eine schräge Grundfläche und auf diese schräge Grundfläche hat man dann trotzdem im 90 Grad nach oben diese Achse gerichtet und damit weist das ganze Gebäude eigentlich nach links. Statisch natürlich absolut unmöglich, das in dieser Höhe dann wirklich zu errichten. Also auch da sozusagen von der Darstellung her schon ganz klar, dass das nichts werden wird. Wenn man zu einer Großbaustelle geht, wie zum Beispiel in Linz gibt es gerade eine riesige Baustelle für die 4. Donaubrücke, da geht es richtig zu, da geht es von beiden Seiten, die ganze Nacht wird durchgearbeitet. So ähnlich kann man sich das natürlich auch vorstellen. Hunderte Arbeiter sind am Werk, aber, und das finde ich so genial bei Bruegel, er hat nicht nur das Arbeiten dargestellt, sondern auch das alltägliche Leben. Egal wie groß ein Projekt ist, es muss der Alltag weitergehen, es müssen die wesentlichsten Bedürfnisse erfüllt werden. Und hier eben viele, viele Darstellungen von Menschen, die ihre Wäsche machen, die ihr Essen zubereiten und viele, viele andere Dinge mehr auch. Wie ist dann die Geschichte weitergegangen? Die Sprachen sind sozusagen vom Herrgott an auf diese Baustelle verteilt worden und es hat eine riesig große Verwirrung geherrscht, babylonische Sprachverwirrung. Der Bau musste gestoppt werden, konnte nicht weitergemacht werden, Kommunikation, wenn die nicht funktioniert, dann war auch so ein großes Unterfangen dem Untergang, den Stopp geweiht. Und diese Menschen haben sich auf der ganzen Welt verteilt und haben dadurch die Sprachen über alle Länder sozusagen gestreut. Ein bisschen anders bei uns heute.
wir könnten uns eine Baustelle ohne verschiedene Sprachen gar nicht vorstellen. Ich glaube, eine Baustelle mit nur einer Sprache würde in Österreich nicht in der vorgegebenen Zeit fertig werden. Also hier hat sich auch die Menschheit deutlich weiterentwickelt und sich hier dann auch dieses Positiven bedingt, dass verschiedene Menschen, die zusammenarbeiten, auch großartige Sachen leisten können. Im Vordergrund, ganz kurz nur, König Nimrod, das war der Auftraggeber. Der hat gesagt, ich möchte dieses Bauwerk errichten. Und wenn man sich die Sachen genau anschaut, dann kommt man natürlich auch auf eine ganz, ganz alltägliche Art und Weise, die Bruegel hier abgebildet hat. Die haben wir hier. Und das ist natürlich ein super Punkt zu sagen, okay, das Jahr, das wir jetzt hinter uns gebracht haben, war wirklich zum Vergessen. Und wenn Sie mehr über Bruegel, über diese Bilder erfahren wollen, es gibt einen 1-Stunden-Vortrag von meinen Kolleginnen Armin Pils und Sabine Leidelmeier. Den finden Sie als Link unten beim Video. Wäre natürlich super, wenn Sie den Subscribe-Button drücken und dem Video einen Daumen nach oben geben. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich Ihnen das nächste Mal wieder ein ganz besonderes Detail hier im Deep Space präsentieren darf. Danke.